Einen wunderschönen guten Tag zu einem ganz entspannten Feierabend-Vlog. Ich bin schon alleine hier in der Firma. Der Einzige, der hier noch am Arbeiten ist, jetzt muss ich was lauter reden, ist die kleine CNC. Wir sind aktuell in einem gesleevten Block. Man sieht Kühlkanäle am Fräsen. Jetzt fährt die da rein. Der Block sieht so aus. Da habe ich vorne stehen. Genau. Die LA-Sleeves sind original so dick, dass die Kühlkanäle vollständig verdeckt werden. Deswegen machen wir da nachträglich neue Kühlkanäle rein. Ich warte jetzt gerade mal, dass die Maschine fertig ist und dann machen wir weiter. So, wir sind in den letzten Zügen. Letzte kleine Bohrung wird gemacht. So, und nachdem wir die Kühlkanäle da reingefräst haben, sieht die ganze Geschichte so aus. Und die Kopfdichtungsbohrungen, Kanäle, passen auch jetzt überein. Das heißt, alle Leute, die sich diese Sleeves einbauen, ohne die Kanäle zu modifizieren, haben ein Problem und sind ein bisschen dumm. So, ich habe jetzt gerade noch jemanden gefunden, der die Kamera in der Hand hält. Und was haben wir heute gemacht? Das ist ja heute nur so ein bisschen Vlog-Style. Wir haben heute, das ist ein TVR-Zylinderkopf. Riesending. Wenn ich einen Subaru-Zylinderkopf nehme, hatte ich 2 Zylinder hier. Richtiger Apparillo, den haben wir sauber gemacht. Der war nicht wirklich schön. Den bearbeiten wir jetzt noch ein bisschen. Und wir haben das Allerbeste. Wir haben noch, schau mal von oben an. Warte, ich muss mal von hier. Guck mal hier mit der Kipphebelwelle, voll krass. Richtig krass, und das Allerheftigste finde ich ist, dass dieser Motor hier ab Werk quasi so Bronze-Beryllium-Ventilsitzringe drin hat. Das ist richtig krass, also da haben die Jungs in England sich schon damals ganz schön Mühe gegeben, um so einen krassen Sportwagen zu bauen. Ich glaube, der Motor hat aber nicht viel Leistung, 150 PS oder so, aus 1 Million Liter Hubraum. Hier hinten steht der Motor. Muss aber auch die Kurbelwelle zeigen. Ja, den Motor haben wir auch gereinigt, das Deck geplant, den werden wir jetzt noch holen. Ich muss allerdings warten, bis die Kolben beschichtet sind, denn wir werden keine neuen Kolben verwenden, wir machen eine Beschichtung auf die Kolben, weil die Zylinder sahen eigentlich noch gut aus, ein bisschen leicht verschlissen, deswegen einmal frisch nachholen, 300-400 mm, Kolben beschichten und dann läuft das Ding wieder vom Feinsten. Aber, warum machen wir das Video eigentlich? Ich kann es gar nicht abmachen. Aber hier, warte. Hier, dicker Turbolader. So sehen so Motoren aus, wenn wir die so für Rallycross und wo definitiv, wie man sieht, kein Restriktor vorhanden ist, wo richtig Boost in den Koffer, so sehen die Dinger aus. Wir haben hier einen speziell präparierten EO20 Close Deck. Mit Köpfen, Kanälen, alles gemacht. Das ist sogar die Ansaugspinne wurde modifiziert, dass die von den Kanälen besser läuft. Und sonst war da schon relativ viel an dem Motor gemacht. Wir warten noch auf einen anderen Krümmer. Der Krümmer ist ein bisschen mau, der wurde zwar ein bisschen geportet. Die Gusskrümmer sind normal sehr gut, weil die eben nicht kaputt gehen. Der Guss ist ein bisschen stabiler wie diese dünnen Edelstahl-Billigkrümmer. Man muss, wenn man sich so Edelstahlkrümmer unter den Koffer hängt, muss man wirklich hochwertige Ware kaufen. Wenn man vor allem in den Motorsportbereich geht oder richtig viel lange Last drauf gibt, Trackdays fährt oder so. Denn wenn man da solche Hitzeschutzummantelungen drum baut, ob es jetzt sowas hier ist oder richtig gut, wie wir es machen mit der Edelstahlfolie und dem Dämmmaterial dazwischen, dann wird das Material des Krümmers so extrem beansprucht, dass es so Hitzeausbrechungen aus dem Krümmer selber gibt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich die minderwertigen Krümmer nach kurzer Zeit kaputt gehen, wenn sie eingepackt sind. Umso besser die Einpackung, umso höher ist die thermische Belastung, umso schneller geht so ein Krümmer kaputt. Ja, aber das sind unsere Schätzchen. Man sieht noch nichts. Man sieht noch nichts. Man sieht noch nichts. Sollen wir einen kleinen Porn starten? Ich weiß nicht. Alter, das können wir eigentlich nicht einfach so zeigen. Das ist schön, aber ob man das zeigen soll, weiß ich noch nicht. Alter,
Jetzt sieht man so ein bisschen, jetzt sieht man ein bisschen. Nein, zeig nicht, zeig Luzi, das ist Luzi. Hallo. Hi Ludbert. Ludbert. Guck, wie der guckt. Komm her. Komm her. Komm her. So, Lutti ist so schlank im Vergleich zu Pina, weil wir verwenden Lutti, damit wir die Hauptlagergasse geholt bekommen. Er läuft quasi, hier haben wir die Hauptlagergasse von Philips Lambo. So. Und ich habe ja gesagt, die müssen wir nachholen. Und er kann da durchkommen. Er macht sich noch ein bisschen schlanker und dann guckt er das und checkt das aus, verstehst du? Deswegen haben wir Lutti. Pina ist dann für die dickeren Hauptlagergassen. Oder wenn du hast großen Zylinder, dann kann Pina auch holen. Ja, richtig, weil die hat auch ein bisschen borstiges Teil. Lutti ist so seitlich schon wieder sich freut. Oh, ich hab nicht so lange, wie schnell geht's. Da oben steht Anne. Komm doch runter, du musst dich nicht verstecken. Sag Hallo. So. Ja, komm. Gib mal her. Wir starten direkt in den Porn. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. So, ja. Das ist der größte High-End-Scheiß an Köpfen, den wir anbieten können. Mehr geht nicht. Was soll ich noch dazu sagen? Oder ist das alles? Ja, du brauchst nichts mehr zu sagen. Okay, also. Wir gehen ganz kurz in die Thematik ein, aber ich will das nicht zu intensiv, weil für so einen Vlog, das muss eigentlich ein einzelnes Video sein. Also, Rennraum, seht ihr hier, ist komplett D-Squish, also die Kanten sind entfernt, der hat original, warte, pass mal auf, wir zeigen mal, ich hole mal gerade einen Kopf, wie dieser Kopf ursprünglich aussah. Ja, sehen wir da. Also. So sieht der Kopf, das sind ganz alte Köpfe von einem 94, 97, ganz alte SDIs, das sieht man auch hier, dass die Ansaugung sieht anders aus. Und ihr fragt euch sicherlich, was machen diese Nuten hier, das kann ja gar nicht funktionieren, ne? Ja, genau, so kann das eigentlich nicht funktionieren. Hier kommt eine Gummidichtung rein, das ist eine vollständige Gummidichtung und der Brennraum zu den Kühlwasserkanälen dichtet ab mit so einem hohlen Ring. Das ist eine Art Aluminiumring und dieser hohle Ring hat diesen Vorteil, dass der sowas in der Art wie bouncen kann, der kann so ein bisschen federn. Das heißt, wenn der sehr viel Ladedruck bekommt, geht der Kopf einen Ticken hoch und der Ring kann das ausgleichen. So, das heißt, der Block muss auch für diese Sache modifiziert sein. Ihr habt das vielleicht, wenn ihr meinen Kanal schaut, in diesem 3 Millionen Klick-Video gesehen, dieser 800 PS WRC-Motor. So sieht das aus. Und man sieht hier Kanäle. Kanäle sind nicht die größten Kanäle. Ups, der ist weg. Die Kanäle sind nicht die größten Kanäle, aber die sind von der Geometrie her so angepasst, dass es perfekt fürs Reglement noch ist und noch perfekt auf den Restriktor passt. Denn was will man mit solchen Kanälen, wenn man der Turbolader nur so ansaugen kann, dann verliert man an Flussgeschwindigkeit. Denn wenn wir jetzt hier extrem aufgehen würden, würde der Speed der Luft auf einmal sinken und quasi der Füllungsgrad würde nicht optimal sein. Aus dem Grund sehen die so aus und sind auch Auslass zu Einlass perfekt zueinander angepasst. Der Zylinderkopf hat auch eine spezielle Beschichtung für bessere thermische Abführung und er hat, man sieht es hier, das sind so Bronze Ventilführungen und die sind oberhalb extra nochmal dicker, damit eben mehr Wärme aus dem Ventil, eben mehr Kontakt von Ventilführung zum Kopf ist, somit ist die Ableitung besser. Eben mehr Kontaktfläche. Der Kopf ist rundum überall, man sieht hier ein bisschen sind wir mit CNC, ein bisschen hier lang gefahren, und da einfach um Gewicht zu reduzieren. Hört sich blöd an, aber am Ende kommt es auf jeden Gramm an und vor allem nicht nur durch Gewichtsreduzierung, die Wärmeableitung ist einfach auch besser, wenn es nicht so dick ist. Ja, ihr seht schon, diese Materie kann ganz schön kompliziert werden, wenn man es eben so macht. Ihr seht hier, die Ventilführungen sind im Prinzip quasi nicht mehr im Kanal. Mach mal Licht rein. Dann siehst du es farblich. Ich bin hier auf der Seite. Da. Man sieht nur noch leichten Schatten. Ja.
Das machen wir eben auch zur Flow-Optimierung. Manche raten von ab, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass das so ziemlich gut funktioniert. Und wir haben die oberhalb einen Ticken länger gemacht, somit ist das Ventil länger oberhalb geführt. Ja, das ist schon krass. Boah, Alter, weiß wie viele nicht Deutsch sprechende jetzt sich übelst abfacken, wenn ich zu diesen Köpfen was erzähle und ich kann es mir vorstellen. Ja, wir haben hier überall noch kleine, zum Beispiel hier, Gewinde für Sensoren. Die Temperatur wird an mehreren Stellen bei diesem Kopf gemessen, um eben das Beste rauszuholen. Ja. Gut, Mädels. Ich denke, das reicht für einen Abendvlog. Ist okay. Ja. Ihr müsst euch ein bisschen beruhigen. Entspannt euch. Mit Phils Motor fangen wir bald an. Wir warten noch auf ein paar Sachen für mein Maschinchen. Dann geht es da zur Sache, da aber definitiv bei Phil auf dem Kanal. Höchstens bei Instagram mal von mir 1, 2 Updates, das wird aber dann auch von Phil geteilt. So, ja, sonst ist cool, ne? Guck nochmal blöd in die Kamera. Was? Guck nochmal blöd in die Kamera. Ja, hab ich ja jetzt die ganze Zeit. Ja, was ich auch nicht gesagt habe, doch, ich habe ja gesagt, der ist beschichtet. Man sieht aber auch hier, dass der Block eine Art noch zusätzliche Chrombeschichtung auf den Lagerstellen hat. Ihr seht, die glänzen wie, weiß nicht wie, hui. Damit eben noch weniger Reibung vorhanden ist und eine gewisse höhere Härte. Jo, interessanter Shit. Haut rein, wir sehen uns. Tschö.